Hallo Leute, da bin ich wieder. Ich bin heute in Berlin mit dem Doppelstock. Das bietet sich doch gut an. Jetzt können wir Berlin mal nachts mal gucken, was an den Bahnhöfen, U-Bahn-Stationen und so was alles hier los ist. Seid ihr mit dabei? Wenn ja, nach dem Intro. Auf geht's! So Leute, unsere Nachtwanderung geht los. Olympiapark Berlin. Bus habe ich da abgestellt. Und ich habe vorhin hier unten irgendwo so eine U-Bahn-Station und sowas alles entdeckt. Und ich versuche jetzt mal in Berlin zurechtzukommen. So, die ersten Busse kommen mir schon entgegen. Das ist die U2. Schön in gelb, Berliner Farben. Und hier rechts habe ich auch schon die Schienen entdeckt. Ich glaube, der führt gleich da hinten zu der U-Bahn, S-Bahn. Keine Ahnung, was da ist. Ich lasse mich mal überraschen. So, hier kommt noch einer. U2, der hat da hinten wohl gedreht und fährt hier wieder rein. Und oben sind auch schon ein paar Schienen, wo ich gerade schon war. Da müsste gleich da vorne irgendwo so eine Station kommen. Dann können wir damit vielleicht zum Bahnhof oder in die City fahren. So, schaut mal Leute, was ich gefunden habe. Ja, da oben ist eine Station. Ich denke mal, das ist die S-Bahn. Ja, mal schauen. Busse gibt es hier auch. Bushaltestellen. Ich mache mich mal schlau, wie ich am besten zum Bahnhof komme. Und dann können wir da Bahnhof erstmal aufnehmen. So Leute, Pustekuchen. Hier gibt es Baustelle, die bauen da irgendwo etwas. Deswegen werden wir hier den Schienenersatzverkehr nehmen. Der müsste gleich von hier aus kommen. M45 oder so sagte der kommt wohl hier hin. Dann werden wir da mitfahren. Hier könnt ihr sehen und da hinten kommt er auch schon. Mit dem fahren wir jetzt. Park Grunwald. So, jetzt habe ich auch die Möglichkeit, Handy zu laden. Ja. Fahren wir mal einfach mal hier rechts Gegenstück von dem, was wir jetzt fahren. Wir fahren jetzt zum Zoologischen Garten und von da aus weiter mit der U-Bahn oder so. Mal schauen. Ja. Und hier muss man auch noch FFP2-Maske tragen. Unser Kühlschrank kommt dann das selbst. Aber das wird ja nicht schwierig. So, wir sind gleich hier im Bahnhof Zoologischer Garten. Der müsste gleich hier eigentlich links reinfahren. Mal gucken, ob er das auch macht. Und dann können wir da mal aufnehmen. Hier, der fährt hier links rein, wie ich gesagt hatte. Und hier stand ich ja auch schon mit dem TK-Bus und so. Das wird gleich interessant. So, das war der Kollege, mit dem wir gefahren sind. Schön Citaro. Die fahren hier wirklich in fast 10-minütigen Takten. Die eine 45 fährt, der andere kommt, der andere geht. Ist wirklich interessant. Berlin mal bei Nacht. U-Bahnhof, Zoologischer Garten. Ich gucke mal gleich, wie ich am besten wegkomme. Aber wir schauen uns hier erstmal so ein bisschen um. Zeit genug habe ich. Ihr glaube ich auch. Ihr wollt ja immer längere Videos haben. Heute werden wir Berlin mal bei Nacht erleben. Bevor die mich über den Haufen fahren hier. So, jetzt haben wir so eine Parade, wo die alle hier so rumkommen. Ich kann aber auch mal gucken, ob vielleicht ein TK-Bus oder so hier ist. Das war hier sogar ein Solaris. Ja, nicht schlecht. Zum Bahnhof, da gehen wir gleich auch hin. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich gehe erstmal die Reisebusse gucken. Unterwegs dahin sehe ich oben schon einen Zug. Oben ist ja der Bahnhof. Ich habe heute wirklich viele Möglichkeiten, hier aufzunehmen. Ja,
Mal gucken, wer alles hier ist von den Reisebussen. So, keine bekannten Gesichter oder Marken oder TK-Reisen. Ich bin ja da, aber ich bin nicht hier. Mein Bus steht am Olympiastadion. So, hier haben wir DB, der Zug, der ist immer noch da oben. Ich laufe mal einfach hier mal rein. Nehmen wir einfach mal die Rolltreppe. Ausgang Jebensstraße, Ausgang Hardenbergplatz. Ja. Bin mal gespannt, mit was ich fahre. Sehr wahrscheinlich werde ich mit der S-Bahn fahren. Ausgang und zum Reisezentrum geht es da lang. Die RB14, die fährt gerade hier weg. So, die haben das hier schön aufgeteilt. Auf der anderen Seite fahren die S-Bahn. Und hier fahren wohl die regionalen und Intercity und sowas alles, denke ich mal, werden wohl auch hier fahren. Mal was ganz anderes, im Dunkeln mal eine Bahnhofsbesichtigung. Von hier oben können wir sogar die Busse gucken hier, von der BVG. Ja. Mal was ganz anderes als nur tagsüber. Hier unten ist da, wo ich gerade war, die Reisebusse. Aber ich will ja noch mal so einen schönen Zug euch zeigen und dann fahre ich ja weiter zu dem Hauptbahnhof, den großen in der Stadt, den neu gebauten. Was fährt denn da unten? Der ist zum Beispiel nicht gelb, das ist so ein weißer da unten. So, es deutet sich an, 1840. So, ich warte jetzt hier auf den RE1, der fährt weiter zum Bahnhof und weiter dann Frankfurt an der Oder. Mit dem werde ich sehr wahrscheinlich mitfahren. So, 25 kommt der sollte 18:15 kommen. Bisschen Verspätung, das ist normal. Ja, ich weiß natürlich nicht, was für ein Zug das da ist. So eins habe ich auch nicht gesehen. Ist auf jeden Fall kein Diesel. Der Kollege guckt noch mal und ab geht's. Mal was ganz anderes, für mich auch interessant, neu. Berlin bei Nacht. Sehr schönes Bild. Zoologischer Garten. Nicht, dass wir gleich eine Urheberin kriegen. Musik. Die Musik hat ein bisschen aufgehört. Ich habe Angst, dass ich Urheberrecht bekomme wegen so einer scheiß Musik. Und dann muss ich alles wieder neu machen. So, jetzt warten wir aber mal auf den Zug hier. So, da kommt noch ein Prachtexemplar. Aber das ist auch nicht unser. Ich glaube, das ist ein Bombardier oder was ihr immer dazu sagt. Oder? Und das glänzt so schön hier mit dem Lichtern hier. Aber hier zwischen ist doch noch so ein Hamster. Ist das nicht die Hamsterbacke? Der sieht doch so aus. Ja. So, der wurde gerade angekündigt. Der müsste gleich gerade da um die Ecke kommen. Mal gucken, was das für einer ist. So, da kommt er an. Bin ich mal gespannt. Ja, ein bisschen zur Seite. Wow. So, mit dem werden wir jetzt fahren. Aber gleich auf den Hauptbahnhof. Da werden wir bestimmt mehr sehen. Bleibt dran. So Leute, und schon sind wir wieder hier am Hauptbahnhof, diesmal in Berlin. Wir gehen natürlich gleich noch raus und runter und drüber. Hier werden gleich auch noch bestimmt ein paar ICEs und so kommen. Ja, dann warten wir mal. Wie ihr sehen könnt, 18:32, der hat ein bisschen Verspätung.
Das ist ein IC, nicht ICE, IC 2431 nach Budapest. Ist auch noch einer über Graz, Eisenhüttenstadt, RE. Dann warten wir mal gucken, was hier noch so alles kommt. Wirklich interessant. Im Dunkeln sieht alles ganz anders aus. Ah, da hinten kommt was angefahren, glaube ich. Ne, der fährt gerade weg. So, hier kommt schon einer. Fast das gleiche Modell wie vorhin. RB14. Ja, das ist aber nicht der, auf den ich gewartet habe. Ich warte hier auf den Cottbusser. Ja, nee, das ist der RE. Auf den, wen warte ich denn? IC. Auf den warte ich. Jawohl. Ach, da ist er doch schon. Ja, ein IC, nicht ICE, sondern ein IC. Genau auf den habe ich gewartet. Jawohl. So schaut das Teil aus. Einer hatte mir mal gesagt, der wird von diesem Teil hier, was wir zuletzt gesehen haben, irgendwie geschoben oder irgendwie sowas. So, wir gehen mal runter und schauen uns jetzt mal den Bahnhof an hier, Leute. Da ist ja alles neu gemacht worden. Schaut mal, 3, 4 Etagen, das geht unten noch weiter. Ich glaube, die großen ICEs, die haben sogar noch einen eigenen Gleise und sowas alles, wenn mich nicht alles täuscht. Hier kann man sich erstmal wieder orientieren. S-Bahn, Bus, Tram und so, links und U-Bahn, rechts Washingtonplatz, Reisezentrum, Ausgangsplatz. Schaut mal, das geht hier unten noch weiter. Ja, wusste ich doch. Da unten sind die großen Exemplare. Die haben, glaube ich, eigenen Gleise da unten. Da laufen wir jetzt mal hin. Oh, ich kann ja hier mit dem Aufzug fahren. Der eine, der fährt von hier schon los, kann man sehen. Wirklich interessant. Unten, oben, überall. Ja. Genau wie ich es gesagt hatte, da ICE 834 1904 Stuttgart und so auf Gleis 2. Das wird dann wohl ganz unten sein. Ja. Schaut mal, Leute, da unten, da steht doch ein ICE in grün und so. Ja, ich muss definitiv ganz runter. So, ich bin jetzt runter und habe Erfolg. Und es kommt auch schon direkt ein Zug hier, so eine schöne Hamsterbacke. Jawohl. Ich habe die Beine breit gemacht, der fährt unten drunter durch. Wäre jetzt natürlich schön, wenn wir noch so ein ICE kriegen, aber davon der grüne, der steht noch da. Leute, was ist das für einer? ICE, der sieht vorne ganz anders aus. Warum ist der grün? Klimaschützer steht da drauf. Hat der anderes Strom oder was? So, dann gucken wir mal, was das für ein Teil ist. Jena. Nach München fährt der IC 1208. Was ist das für ein Teil? Ja. Wow. Der sieht doch mal stark aus. Ja. Haben wir so einen schon mal gesehen, Leute? Oder ist das die ganz neue Generation? Leute, ich sehe gerade auf der anderen Seite, da stehen auch schon welche. Das ist so fast der gleiche wie mit dem grünen Aufschrift auf der Seite. Schade, ich komme nicht mehr rüber. Ich gehe mal wieder hoch, vielleicht sehe ich ja gleich einen, wenn er hier reinfährt. Das macht Spaß, den mal so von oben zu sehen. Ja, aber schaut euch das mal an, Leute. Eines der schönsten Bahnhöfe überhaupt. Modern, alles schön sauber. Ja. So, hier kommt auch noch ein schöner Zug, der hält genau da vorne. Wow. Ist aber nur ein RB10 müsste das sein, nach Berlin-Südkreuz. Jawohl. Nichts Spektakuläres. Spektakulär sind die ICEs, aber die sind auf der anderen Seite.
So, hier tut sich, glaube ich, nichts mehr. Ich gehe wieder hoch. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch ein paar Busse zu sehen. Leute, schaut mal, da oben ist noch ein Zug. Wahnsinn. Ich bin schon in der 3. Etage, schon im Keller. Und da oben steht einfach mal so ein Zug. Nicht schlecht. Vielleicht gibt es ja noch einen Keller. Vielleicht gibt es ja auch noch eine U-Bahn hier unten drunter oder so. Ich suche mal. Der Kollege macht sich jetzt gerade wieder startklar. Jawohl. Also heute sind die Trainspotter richtig mal auf ihre Kosten gekommen, denke ich mal. Vielleicht erwische ich ja durch Zufall irgendwas Spektakuläres. Manchmal ist das so, ihr erkennt das ja sofort. Ich bin gerade am Hochfahren, da kommt gerade noch so ein REX Berlin Bahnhof oder was steht da? Ja, wirklich Flughafen Express, okay. So, ich gehe jetzt mal raus, jetzt zu diesem Washington-Platz. Zum Reichstag kann man ja hier lang fahren, laufen. Wow, alles ganz dunkel. Ich kenne das alles nur im Hellen, aber nicht so im Dunkeln. Ganz hinten ist noch dieser Reichstag da noch zu sehen, die Politiker. Aber ich wollte mal hier so eine Großaufnahme machen von dem Bahnhof. Ist alles aus Spiegel, aus Glas. Ja, das kommt hier so gar nicht rüber nachts. Tagsüber ist das auch gut, interessant. Und da drin fährt einfach mal so ein Zug rein. Nicht schlecht. Also als Trainspotter müsst ihr diesen Bahnhof hier gesehen haben. Wenn ich schon mal nachts hier unterwegs bin, dann kann ich euch auch den Reichstag mal im Dunkeln zeigen. So, jetzt habt ihr das noch mal in voller Größe. Nachts, wie es erscheint, erleuchtet. So, jetzt sieht es doch schon viel besser aus. Das ist übrigens die Hinterseite. Natürlich gehen wir gleich da durch und filmen auch noch mal von der Vorderseite. Ja, so schaut's aus. Hier. Wenn man überlegt, dass hier früher Autos hier VW Käfer und so hier durchgefahren sind, wirklich Wahnsinn. Jetzt fahren Fahrräder und Mehmet OE läuft hier durch. Ja. So, jetzt mache ich auch so etwas Selfie-ähnliches, nur als Video. Jetzt habt ihr das hier von vorne. Jawohl. Oder hier auf die Seite ist besser. Könnt ihr euch ausdrucken. So, jetzt habt ihr das Ganze noch mal von vorne. Natürlich sind auch noch so viele Leute hier. Alles Erinnerungen, dass man einmal hier war. Das ist jetzt mein 6., 7., 8. Mal oder so. So, endlich sind wir hier fertig mit dieser U-Bahn. Mal gucken, wie das hier aussieht. Früher war das ja alles hier Baustelle. Hier kann man die Tickets kaufen. Einzelfahrschein, 24-Stunden-Karte und so was alles. Mal gucken, wie teuer ist denn so ein Einzelfahrschein? 3 Euro. Okay. Wirklich sehr interessant. Okay. Hauptbahnhof mit der U5 komme ich auch noch. In 11 Minuten brauche ich nicht laufen. Da könnte ich von hier aus fahren. Geht auf jeden Fall tief runter, wie in England. So, 2 Haltestellen könnte ich hier direkt mitfahren, dann brauche ich nicht laufen. Ich warte aber nur, dass einer hier kommt. Hier könnt ihr sehen, Brandenburger Tor, sind wir jetzt, Bundestag, Hauptbahnhof, also 2 Haltestellen. Dann brauche ich das gleich nicht laufen. Aber ich muss ja weiter. Ich gehe wieder hoch und schaue mal, dass ich noch ein paar Busse hier kriege, wenn hier gleich einer kommt. Hier haben wir noch ein bisschen Geschichte. Wenn man hier so wartet, kann man sich das alles angucken. Das ist das, was ich gerade gesagt hatte mit den VW Käfers, die da durchgefahren sind. Ja, so sah das alles mal aus. Aber ich höre, irgendwo kommt etwas. Ja, und zwar hier von vorne. Wow, der kommt angeschossen, ey.
So, in 3 Minuten kommt hier auch einer hin. Aber ich laufe ja gleich wieder raus. Aber den will ich hier noch mal aufnehmen, wenn er hier reinkommt. So Leute, der müsste jetzt gleich hier auftauchen. So, ich höre ihn schon und der Wind kommt voran. Da wird jetzt eine richtige Prise hier. Ihr könnt es leider nicht spüren, aber jetzt. Jawohl, so sieht das Teil von vorne aus. Ja, mit denen fahre ich nachher mit. Jetzt gehe ich erstmal wieder hoch. So, hier haben wir einen schönen Solaris. Zoologischer Garten, ja, mit dem könnte ich auch eigentlich fahren. Ja, hier werden wir gleich noch andere Busse kommen. Aber hier hatte ich euch schon mal was aufgenommen eigentlich. Das ist der Metrobus, elektrisch. Oh, der hat einen schönen ab. Ja, der zieht gut ab. So, hier kommt noch so ein schöner. Was ist das? Ein Scania. Der fährt zum Alexanderplatz. Ja, auch sehr schön. Wow, ganz andere Form. Ja, aber auch in den Berliner Farben. Madame Tussauds ist auch noch an seinem Platz. Hat sich nichts geändert. Jawohl, hat natürlich zu jetzt um die Zeit. So, ich laufe wie Falschgeld hier in Berlin rum um die Zeit. Ich finde hier wenig Busse. Ich laufe mal wieder zum Bahnhof oder ich fahre hier mit der U-Bahn zum Bahnhof. Da wird wohl mehr sein. Ansonsten fahren wir wieder zum Zoologischen Garten. Vielleicht fahren wir diesmal ja mit der S-Bahn mal. So Leute, wie versprochen bin ich hier und warte jetzt hier auf den Zug, wollte ich schon sagen, U-Bahn oder wie das heißt, das Teil. Aber hier ist immer noch Maskenpflicht, aber diesmal sogar haben die extra überall geschrieben FFP2. Was ist, wenn man jetzt nur so eine hat? Aber ich habe da drin gesehen, die haben solche gehabt, manche haben gar keine gehabt. Interessiert sich kein Arsch für. So, dann warten wir mal und dann fahren wir wieder zurück zum Bahnhof. Und von da vielleicht noch ein paar Busse und dann wieder Zoologischer Garten. Und in 10 Minuten, wo ich dieses Video drehe, kommt das Special-Video, wo ich meinen Play-Button bekommen habe, online. Da muss ich gleich mit der Community 1 Stunde lang chatten. So, bis gleich. Ich höre den schon kommen. Das will ich noch mal sehen, wenn er hier so reinfährt. Aber bei der Gelegenheit kann man sich hier noch mal die Mauer, schaut euch mal, wie die Mauer da verlief. Um die Mauer, um den Brandenburger Tor herum. Wahnsinn. So, da kommt das Teil. Das gleiche wie vorhin. Der Fahrer war langweilig am Gucken, habt ihr gesehen. Dem ist schon langweilig. So, 2 Haltestellen und dann bin ich am Bahnhof. Dann wissen wir auch, wo der am Bahnhof hält, die U-Bahn. So Leute, dieser Zug endet hier und wir sind am Bahnhof. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir oben rauskommen. Endbahnhof. Vorhin habe ich das ja gesucht und nicht gefunden. Da bin ich mal gespannt. Dieser Zug endet hier und das ist der, der gerade gefahren ist. Jetzt geht er auf die andere Seite und fährt von der Seite wieder zurück. Ja, so sieht das Teil von hier oben aus. So, hier geht es dann weiter zu den Zügen. Da kann man sich wieder orientieren. Ausgang geradeaus. S-Bahn 1, 6 bis 11 und 16 auch geradeaus. Ich laufe mal raus. Jetzt sind wir wieder hier. Wenn ich hier geguckt hätte, dann hätte ich gesehen, dass hier die U-Station ist.
Gut, ich will jetzt aber raus, weil gleich muss ich online sein. Ja. Diesmal gehe ich aber von der anderen Seite raus. Und zwar von der Seite. Ich habe euch ganz vergessen, die ganzen Fressbuden zu zeigen. Natürlich haben die hier auch jede Menge zu essen, zu trinken, zum Lesen, alles Mögliche, was es so gibt. Auch natürlich sonntags und feiertags geöffnet. Ich kann nicht genug kriegen, ne Leute? Guck mal, unten steht wieder etwas. So ein schöner Anblick. Schaut euch das mal an, ey. Also ihr müsst tatsächlich mal hier hinkommen und euch das anschauen. Und oben wird jetzt auch noch ein Zug fahren, wenn da gerade eins kommen würde. Aber draußen, das ist jetzt der andere Ausgang. Da sind auch mehr Busse. Da laufe ich jetzt mal raus. So Leute, das Video ist zu Ende auf dem Hauptkanal. Und jetzt laufe ich mal von dieser anderen Seite, Europaplatz, Invalidenstraße raus. Hier müssten wir definitiv Busse sehen. Und Straßenbahn. Hier hatte ich ja schon mal gefilmt, wo ich die Berliner Busse vorgestellt hatte, auf einem anderen Video. Damals war noch nicht so viel mit Bahnhöfe und so. Und jetzt kombiniere ich das alles nochmal im Dunkeln. Sieht alles natürlich ganz anders aus. Ich muss aber auch gleich sehen, dass ich wieder nach Hause komme. Sonst habe ich ein Problem. Das sieht mir aus wie ein Scania oder was ist das da? Von weit sieht man gar nicht, was das ist. Hier fahren nämlich auch viele Scanias und so rum. Ja, das ist ein Scania. Auch gelb und natürlich hier die Straßenbahn. Die M10. Boah, die sehen ja wohl richtig geil aus, so im Dunkeln. So, hier kommt so ein schöner Solaris direkt vor mir, aber ich will hier gar nicht rein. Ich will auf die andere Seite. So, der Kollege hat mich, glaube ich, entdeckt. Der war am Lachen, am Grüßen. So, schauen wir mal. Den nochmal von der Seite. Ein sehr schöner Bus. Nochmal von der Seite zu sehen. Wirklich toll. Auch ein E-Bus, so wie es ausschaut. Nicht, dass ich hier auf den Gleise stehe hier und gleich noch überfahren werde hier. Ne, wir haben grün und da vorne ist die Straßenbahn. Und hier kommt auch wieder ein ganz leiser Bus. Hört mal Leute, da hört ihr gar nichts. Und der Kollege fährt auch wieder weg. Wirklich sehr schön, macht Spaß so im Dunkeln. Und da kommt auch noch so ein schöner, das ist aber kein Solaris, das müsste auch ein Scania sein. Ja, einen schönen Gelenkbus. Und dahinter der Bahnhof nochmal im Dunkeln. Oben fahren wieder Züge und so. Wirklich, das hat sich gelohnt, wieder einmal hier nach Berlin zu kommen und die schönen Busse und Straßenbahnen und so zu sehen. Oh, hier fährt gerade ein schöner Citaro-Gelenk hier gerade raus. Wow, sehr toll. So, hier sind auch noch welche, die machen da gerade Pause. Das Bauwerk ist auch schon fast fertig. Wann war das überhaupt? Letztes Jahr oder so, wo ich hier war. Da hatte ich ja diesen Film gedreht. Berliner Busse, wo ich mit Eisbären hier war. Genau. So, hier tut sich nichts mehr. Ich gehe wieder rüber und guck mal, dass ich diesmal entweder mit der Straßenbahn oder irgendwie wieder zum Zoologischen Garten irgendwie komme und dann noch weiter zum Hotel. Auf dem Weg zum Bahnhof nehme ich alles mit, was ich hier so sehe. Auf der Seite kommt auch noch was Schönes. Wow, wirklich sehr, sehr schön. Ein VDL sogar, den habe ich ja auch gar nicht in unserem Sortiment gehabt. War schon am Überlegen, was das sein kann. Auch ein VDL-Bus, auch nicht schlecht. Die haben hier wirklich alle Marken. Ein Citea. So, da oben fahren die Straßenbahnen. Muss ich mal irgendwie sehen, dass ich da hochkomme und den richtigen
erwische. So wie ich sehen konnte, die S6, die müsste eigentlich bis zum Zoologischen Garten fahren. Dann warten wir mal. So langsam wird es auch ein bisschen leer hier. Wir haben jetzt 21 Uhr. Schaut mal, wie geil das aussieht, Leute. Ganz unten ist auf einmal noch so ein Zug da unten. Wirklich Wahnsinn. Das ist die S5 Westkreuz. Den wollen wir nicht. Den kann ich nehmen, der fährt doch zum Zoologischen Garten. Jo. So, ausgestiegen von dem S5, Zoologischer Garten. Und jetzt gehen wir wieder runter. Heute sind wir ja mit alles gefahren, mit U-Bahn, mit Bus, Straßenbahn. Eine Straßenbahn bin ich noch nicht gefahren. Aber morgen ist ja auch noch ein Tag. Vielleicht kann ich ja morgen im Hellen noch was filmen. Hier kann man sich gut orientieren, wo was ist. Schaut mal. Einfach den Pfeilen lang, regional, Fernbahnhalle, Servicehalle und sowas alles. Ne, kann man hier so lang. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir die 45 wieder finden. Weil mit dem muss ich ja zurück zum Hotel Hertha BSC Berlin. So, unten angekommen, der ist immer noch Musik am Machen hier. Gleich kriege ich wieder Urheberrechte. So, jetzt gucken wir mal, wo die 45 abfährt hier. Ich muss wieder den M45 nehmen, aber jetzt gibt es hier M45 einmal Kliniken Westend und einmal Johannesstift. Ja, toll. Muss ich den Busfahrer mal fragen. Hier übrigens noch so ein schönes Scania, was hier steht. Ja, dann warten wir mal, bis der gleich kommt, der M45. So, ich glaube, da hinten um die Ecke kommt er jetzt. Der erste, dann den nehme ich auch. Ja, Spandau, Johannesstift. Den nehmen wir wieder mit einem schönen Citaro. So Leute, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier mit so einem Doppelstock zu fahren. Ich lasse meinen Bus hier und wir werden mit diesem Teil alle gemeinsam als Sonderfahrt fahren. Auch nicht schlecht. So, jetzt sehen wir die auch mal im Hellen. Mit dem wir gerade gefahren sind, hier dieser Sonderbus, das ist ein Alexander Dennis. Den habe ich auch noch nie gesehen als Sonderfahrt. Ich habe gerade hier noch mal mit dem Busfahrer hier gesprochen. Das ist ein Alexander Dennis, wie gesagt, aber deutsche Motor, Mercedes Motor, Achse und alles deutsch. So Leute, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, den Bahnhof noch mal hier vom Boot aus zu schauen. So sieht's aus. Gestern habt ihr das ja im Dunkeln gesehen und jetzt noch mal im Hellen von allen Seiten. Unten aus, wo die Züge dann da oben drüber fahren. Sowas gibt es nur bei Mehmet Oe, Leute. Saisonbedingt, ihr seht das. Und wenn ihr hier festmacht, dann achtet auf die maximale Liegezeit von 24 Rauchglasfassade. Zu DDR-Zeiten haben das Japaner gebaut. Untergebracht war damals das internationale Handelsunternehmen. Wir schauen auf die rechte Seite die schöne Museumsinsel. Wir beginnen mit dem Bodo-Museum, danach folgt das Pergamon, die hierher zu dieser Anlegestelle. Und als Arbeitgeber bin ich auch Ausbeute, da fahren wir dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag mit dem Schwesterschiff Nostalgie. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, die S-Bahn mal so von oben zu sehen.
Vom Schiff aus sieht es dann so aus. Wirklich interessant, ganz andere Perspektive. Und die Brücke, das ist die niedrigste Brücke in ganz Berlin. Schaut mal, wie eng das ist. Alle mussten die Köpfe einziehen, auch ich. Die Kamera gerade soeben knapp dran vorbei. Schaut mal, Leute, war wirklich richtig gruselig. Das war eine gute Eins. Weiter so. Ja? Wir müssen auch heute wieder zurück, wenn alles gut geht. So, hier auf der rechten Seite haben wir jetzt das Kraftwerk Vattenfall. Es wurde vor 9 Jahren noch mit Öl betrieben. Dann hat man es auf Gas umgestellt und das Problem. Und das soll wohl alles wieder kitten. Ja, ja. Das stimmt. Ja, und einmal im Jahr gibt es hier dann immer unsere Streitigkeiten. Friedrichshain links, rechts Kreuzberg, dann haben wir Tomaten. Ja, und Hertha, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Hertha hat ja ein Gründungsschiff. Ne? Das sind Online-Bucher. Online-Bucher, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Bei den Piraten sind 6 Euro pro Person gespart. Wenn Sie beispielsweise... Mittig davon befindet sich ja hier Europas größter Kreuzbahnhof, Hauptbahnhof Lehrter Bahnhof, 1,4 Milliarden Tonnen, 24,5 Meter geht er ins Erdreich hinein. Ich habe hier die Aufgabe an Bord, euch die Wahrheit zu sagen. Der ist bis heute noch nicht fertig. Unser damaliger Chef der Deutschen Bundesbahn, Herr Medon, der ließ zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006 die Baumaßnahmen einstellen. Und die Brücke, die dahinter ist, das sehen wir jetzt nicht mehr so richtig, dort fehlen 130 Meter Glasüberdach und die gibt es auch auf der gegenüberliegenden Seite. Diese Dächer, die waren vorgefertigt. Und unser vorletzter Bürgermeister Michael Müller, SPD, auch so ein Typ, der den Kopf nur zum Haare schneiden hatte, der hat dann veranlasst, dass diese Dächer in den Schrott geschmissen wird. Das ist Berlin. Das Achterdeck achten, also ihr seid besonders auf die Gefahrenstufe 1 gesetzt. So, wir haben dann nachher auch noch eine Brücke, die ist dann noch niedriger, da seht ihr dann noch mehr Kratzer. Konzentration jetzt zum Schluss. Ja, wir sind mal mit Kreuz Ass und mit einem Böhnchen, weißt du noch, wie das hieß, was hier voll reingeknallt ist? Ja, Seminarschiff, genau. Oh, das ist ein Elektroantrieb, und bei den Elektroantrieben hast du nicht so viel Power, ne? Dann hat er versucht, das noch rumzureißen und hat hier links diese ganzen Schrammen, die ihr hier anfangs seht, die sind alles dadurch entstanden. Langanhaltender Beifall bitte, mir jetzt vielleicht schon ein bisschen besser hier. Du kannst den... Auf dem Weg zum Stadion habe ich nochmal die Möglichkeit gehabt, hier diesen Doppelstock, mit dem wir auch wieder zurückgefahren sind, so ein bisschen zu begutachten. Ja, wirklich sehr schön, mit sehr viele Plätze, eben halt als Linienbusbestuhlung, und oben hat man dann auch die Haltestelle, Wunschstangen und Knöpfe und sowas alles, und natürlich mit Anschlüsse für Laden der Handys. So, und hinter uns habe ich dann noch so einen Kollegen entdeckt, so einen schönen Citaro. Den habe ich dann auch mal so ein bisschen gefilmt hier in Berlin auf dem Weg zum Berliner Olympiastadion. So, mit diesem Bus sind wir dann zum Stadion gefahren, hier zum Olympiastadion, und gucken uns jetzt auch noch das Spiel an. So Leute, im Dunkeln haben wir angefangen, im Dunkeln hören wir gleich auch auf. Ich war ja hier im Olympiastadion, aber hier U-Bahn-Station, Olympiastation, da ist
dicht wegen Baustelle. Und die Leute, die müssen alle hier mit dem Schienenersatzverkehr fahren. Vielleicht können wir noch ein paar Busse gleich sehen. Und da kommen auch schon die ersten Citaros an. Der hatte ich euch ja gestern Abend schon gezeigt. Ja, die U2. Ja. So, hier kommt das Gegenstück. Auch wieder ein schönen Citaro. Jawohl. Ja Leute, hier haben wir ja angefangen mit dem Video und hier enden wir auch mit diesem Video. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder hier auf dem Kanal von Mehmet Uy. Ciao Leute.